Hallo Leute, herzlich willkommen bei www.derselbermacherblog.de. Wir haben ja schon ein paar Tage nichts mehr voneinander gehört. Das liegt wohl daran, dass jetzt bald Winter ist und dass die Bienensaison so langsam zu Ende geht. Ja, ihr seht jetzt hier noch meine Ableger im Hintergrund. Und ich hoffe, ihr habt eure Ableger und eure Wirtschaftsvölker natürlich auch alle für den Winter vorbereitet. Das heißt also erstens, ihr habt aufgefüttert. Ich richte mich immer so nach der Pia Aumeier Richtung, also dass ich ungefähr immer 12 Kilo Zucker, also Trockenmasse, 12 Kilo Trockenmasse einfüttere. In Regionen, wo es etwas kälter wird, kann man also bis zu 20 Kilo tatsächlich einfüttern. Solltet ihr mit Sirup füttern, müsst ihr natürlich entsprechend umrechnen. Also mein Sirup, den ich jetzt zum Schluss gefüttert habe, enthält 70% Trockenmasse. Muss man natürlich dann entsprechend in Trockenmasse umrechnen, um auf die 12 Kilo zu kommen. Ich dokumentiere das Ganze dann natürlich auch, sodass ich für jedes Volk genau sehe, in welchem Futterzustand die sich gerade befinden. Ich werde heute nochmal mit so einer Kofferwaage die einzelnen Völker einmal anheben und mal überprüfen, wie viel von dem Zucker, was ich eingefüttert habe, ist jetzt wirklich noch drin. Jo, das zweite, was jetzt schon passiert sein soll, eine bzw. 2 Behandlungen mit Ameisensäure solltet ihr schon gemacht haben. Das ist auch ganz wichtig, je nachdem wie euer Milbenfall so war. Das sieht man immer daran, wenn man kurz mal so 2-3 Tage den Bodenschieber reinschiebt, dann kann man gucken, wie viele Milben sind denn da drauf. Und wenn da ja, mehr als 5 oder was drauf liegen, dann sollte man natürlich behandelt haben. Und das kann man dann später nochmal überprüfen, ob man dann 1-2 Monate später nochmal eine zweite Behandlung nach dem Auffüttern eben wiederholt, bevor dann im späten Winter, also so Dezember oder was, dann nochmal die Oxalsäurebehandlung stattfindet. Ich werde jetzt gleich nochmal einmal reinschauen, wie es um die Völker steht, und dann sehen wir weiter. Bis gleich. So, das erste Volk habe ich gewogen mit meiner Kofferwaage. Bin also kein Freund von dieser Methode, hinten hochheben, vorne hochheben und dann das Ganze addieren, weil ich habe das Ganze mal, probiert das mal, nehmt mal einen Kasten Bier oder einen Kasten Cola, verteilt mal die Gewichte darin unterschiedlich, also nicht schön gleichmäßig, sondern so wie es bei den Bienen auch ist. Ungleichmäßig, und dann hebt ihr mal hinten und vorne hoch und addiert mal die Ergebnisse und ihr werdet sehen, da kommt totaler Mist bei raus. Und genauso sehe ich das hier bei den Bienen auch. Ich habe jetzt hier knapp 30 Kilo gemessen, 29,7. Das werde ich mir gleich eben aufschreiben und dann werde ich zu Hause ausrechnen. Ich habe nämlich vorher mal mir die Maße vorher genommen. Also ich weiß, was der Boden wiegt, ich weiß, was eine Leerzage wiegt, ich weiß, was ein Rähmchen wiegt, und dann kann ich dann ja ausrechnen, wie viel ist da ungefähr so drin. Da gibt es so Formeln, kann man genau ausrechnen, was wiegt der Rest. Also was wiegen die Bienen, was wiegt der Wachs und wie viel Futter bzw. Honig ist da jetzt drin. Ich habe aktuell immer noch bei den Völkern, wo ich immer noch der Meinung bin, könnte vielleicht noch mal ein Kilo Futter rein, immer noch eine Sirupschüssel oben drin stehen. Die nehmen das im Moment nicht mehr so ab. Also bei Temperaturen tagsüber, die so an die 15 Grad, eigentlich lieber bei 10, 11, 12 Grad liegen. Die Bienen fliegen zwar noch, aber die nehmen das Futter nicht mehr ab, obwohl ich schon fertiges API-Wert genommen habe. Also fertig invertiertes Futter wird das nicht mehr abgenommen. Also ihr solltet jetzt eigentlich fertig sein mit Auffüttern. Am besten sofort aufschreiben.
brechend voll. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist der stärkste und der schwerste Ableger. Damit das auch so bleibt, bekommt der jetzt auch nochmal seine zweite Ameisensäurebehandlung. Weil der hatte die letzten Wochen echt so viel Brut, später als die anderen. Das war so eine neue Königin. Und deswegen kriegt er jetzt nochmal seine zweite Milchsäurebehandlung. Ach, Milchsäurebehandlung. Ameisensäurebehandlung. Entschuldigung. So, ich packe mal 2 Leisten darunter unter den nassen Heider. Für die Zirkulation habe ich eine bessere Zirkulation, denke ich mir. So, zweite Zarge drauf. Zack, zack, alle weg. Das war übrigens der Schwarm, den ich früher im Jahr mal eingefangen habe. Hat sich auch ganz gut gemacht. Gewichtsmäßig bin ich mir da nicht sicher. So, jetzt habe ich ja 4 Vergleichsgewichte. Mit diesen 4 Vergleichsgewichten werde ich gleich einmal mein Wirtschaftsvolk hinten anheben und mal schauen, ob das im Verhältnis in etwa dem stärksten Ableger entspricht. Wenn das so ist, dann habe ich genug Gewicht da drauf. Und wenn nicht, dann muss ich halt nochmal im Einzelnen nachschauen. Aber ich nehme mal an, so gut wie die das Futter abgenommen haben und alles. Und ich sehe ja, was da los ist. Die haben Hochboden, da ist also noch ordentlich was los. Dass das eigentlich in Ordnung sein sollte. So, die Ableger sind alle versorgt. Woran man noch denken sollte, sind die Mäusegitter jetzt im Winter. Denn jetzt werden die Mäuse auch hungrig und die schlüpfen dann in eure Bienenkisten rein und ja, klauen euch den Honig und die Bienen da weg. Das ist natürlich sehr unangenehm. Und aus dem Grund sollte man jetzt ein Mäusegitter davor setzen. Es gibt so fertige Kunststoffstreifen, wie ich sie habe, die kann man einfach dann davor klepsen oder man kann sich selber aus dem Baumarkt was holen. Da muss man mal nach dem richtigen Lochdurchmesser schauen. Nicht, dass die Bienen da nicht mehr rauskommen und zu groß darf es auch nicht sein. Letztens habe ich gelesen irgendwo, da wo ein Bleistift durchpasst, da passt auch eine Maus rein. Also ganz so extrem würde ich es jetzt vielleicht nicht sehen. Aber ich habe irgendwie mal gelesen, 6 mm oder 4 mm. Müsste noch mal genau nachlesen, wie das Maß da war. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, eure Bienen kommen alle gut durch den Winter. Ich wünsche euch dafür toi toi toi, dass der Winter nicht so schlimm wird, im Sinne von,
zu warm, dass die Bienen nicht aus der Brut rausgehen und dafür zu viel Futter verbrauchen, oder zu lange zu kalt, das wäre auch nicht so toll. Ich wünsche euch den optimalen Bienenwinter und dass ihr alle eure Völker auch heil durch den Winter wieder bekommt und dass ihr im nächsten Jahr viel Honig ernten könnt. Wir sehen uns wieder auf www.derselbermacherblog.de. Bis bald!